talk and you're welcome to if you'd like. Du musst nicht sprechen, aber wenn du möchtest, bist du eingeladen, es zu tun. Ich hatte auch so die letzten Monate das Gefühl, dass ich aus dieser Satsang-Energie irgendwie rausgefallen bin. The last month I had the feeling that I'm falling off the Satsang energy. Einfach weil ich das, was mir passiert ist, zu groß gemacht habe. Simply because I made things happening to me too big. Ich verstehe das. And you can see that now. Aber jetzt kannst du es sehen. For them it's for learning. Yeah? Also es ist ein Lernen. You know, one way to say it is, what's more important than happiness, than peace? Eine Art, es auszudrücken, ist die Frage, was ist wichtiger als Glücklichsein, nämlich Frieden. Ich konnte den Frieden nicht finden, das hat mich eingesaugt. I couldn't find peace, I was sucked to it. Yeah, but for example, like if we make our relationship more important than peace, or our work more important, or something, yeah? Zum Beispiel, wir machen unsere Beziehung wichtiger als den Frieden oder unseren Job wichtiger als den Frieden. Can happen, ne? Das kann geschehen. Ich hatte einfach viel Angst und das hat mich so festgehalten. There was a lot of fear, and it held me tight. Yeah. Ich habe da keinen Frieden finden können. I couldn't find peace there. Where were you looking? Wo hast du gesucht? Dass es in meiner Umwelt friedlich ist. That it is peaceful in my surrounding. Ah. And where is peace? Dann? And where is peace? Und wo ist der Frieden? Ja, wenn dann in mir, aber da war er nicht. If there is peace, it is in me, but it wasn't there. Jetzt. And now? Where is it? Wo ist der Frieden? Hier. Yeah. Okay. So now let's try reverse, yeah? Let's try what? Something in reverse. Okay, lass uns mal den Rückwärtsgang probieren. Michael, du kannst leiser ein bisschen lauter. Try to walk out of peace. Versuch mal aus dem Frieden rauszugehen. From peace now, try to leave it. Vom Frieden, der jetzt ist, versuch mal ihn zu verlassen. Ja, das Komische ist, ich kann den Frieden überall spüren, aber und die Angst auch. Ah, The funny thing, I can feel the peace and I can feel the fear. okay, good. Good. Even fear now doesn't disturb peace, yeah? Also auch die Angst stört den Frieden nicht. So now this is what you call angst, yeah? Das, was du die Angst nennst. Just a little in between where it was, and so just a little bit echoey at the moment, huh? Okay, is that better? Or still a little bit lower, right? Just a little bit more low. Okay, is that better? Okay.
What did I ask you again after that? Was habe ich dich gefragt? Ich habe es gerade vergessen. Ich glaube, du hast erst mit der Frage begonnen und sie noch nicht beendet. I think you started with the question and didn't finish it yet. Okay. Of fear. Okay. So, now, from peace, Vom Frieden aus, have a look at what it is that up till now you've called fear. guck mal, was das ist, was du bis zu diesem Moment Furcht genannt hast. It's the feeling, it's the thought, it's the vibration. What is it? Ist es ein Gefühl, ein Gedanke, eine Vibration? Was ist es? Ein Gefühl. Feeling. Feeling, okay. And where do you feel it in your body? Wo in deinem Körper fühlst du Und es? da. There and there, okay. Okay, and just feeling it. Und fühl es. And if possible, let it free. Und falls möglich, lass es frei. Let it be as big as it wants. Lass es so groß sein, wie es möchte. Without making it big, Ohne es groß zu machen. just wherever your body is containing it, just so you can feel it where the body is working. Just let it loose. Yeah? Da, wo du merkst, dass der Körper arbeitet, um es zu begrenzen, lass es los. Das macht mich unglaublich traurig. It makes me unbelievably sad. Okay, yeah. So, I mean, you willing to feel sad for a few moments while we experiment? Bist du bereit, dich für ein paar Augenblicke traurig zu fühlen? Yeah. Now sadness is there. Jetzt ist Traurigkeit da. What happened to the fear? Was ist mit der Angst geschehen? Weg. Back. It's gone. Oh, okay. So fear's gone. How we got sadness? Okay. Die Angst ist verschwunden und jetzt haben wir die Traurigkeit. Okay. Now same process with the sadness. Okay. Und jetzt der gleiche Prozess mit der Traurigkeit. Just letting it free. Lass sie frei. Well, first, what is it? Yeah? Oder der erste Schritt, was ist es? It's a feeling. It's a thought. Ein Gefühl, ein Gedanke, A vibration. eine Vibration, Ein Gefühl von Schwere. the feeling of heaviness. Heaviness. And where do you feel it? Wo fühlst du es? Das zieht mich so runter. It pulls me down. Yeah. Do you feel it in your eyes? Fühlst du es in deinen Augen? And your shoulders, your neck, your arms. In den Schultern, im Nacken, in den Armen? And let it be as big as it wants. Huh? Lass es so groß sein, wie es möchte. It was okay with the fear, yeah, you let it be big, it disappeared, yeah. Das war in Ordnung mit der Angst, du hast sie so groß werden lassen und dann ist sie verschwunden. Even let it be bigger than the body, yeah. Lass es sogar größer sein, als der Körper ist. What do you notice? Was stellst du fest? Es ist groß. It is big. It's big, okay. And it has the same intensity, or it's gotten more diffuse, or how is it? Hat es die gleiche Intensität oder ist es diffuser geworden oder wie ist es? Das ist relativ klar. Es ist nicht so ein Hin und Her Gezerre. It's quite clear. It doesn't go in back and forth. Okay. Good. When you let it, give it space like this, Und wenn du ihm Raum gibst, so wie jetzt, how's that for you?
Wie ist das für dich? Fühlt sich natürlich an. Feels natural. Natural. So keep giving it space, yeah? Also, behalte es in dem Raum. Letting it get as big as it wants. Lass es so groß werden, wie es möchte. As big as the room, So groß wie der Raum, as big as Hamburg, yeah? so groß wie Hamburg. Doesn't matter. As big as it wants. Ganz egal, so groß wie es möchte. And still you're sitting, resting in peace, yeah? Und währenddessen sitzt du dabei im Frieden, ruhend im Frieden. How big is the sadness now? Wie groß ist die Traurigkeit jetzt? Okay. And how big is the peace? Und wie groß ist der Frieden? Größer. Größer. Bigger. Okay. Es ist schön zu sehen, dass das Raum hat. It's beautiful to see that it gets space. Yeah. Yeah. Was du vorhin erzählt hast über Zurückweisung und Scham, hat mich sehr berührt. I was touched by your telling about rejection and shame. Weil deswegen versuche ich, Zurückweisung immer so klein zu halten, weil ich mich eigentlich schäme, zurückgewiesen worden zu sein. I try to keep rejection very small because kannst du selber sagen? Weil ich mich schäme, zurückgewiesen worden zu sein. I feel ashamed. Because I'm ashamed? And be rejected. Being rejected. Okay. Als wenn mir das peinlich sein müsste. As if I had to be embarrassed. Yeah. I mean, if we look at it rationally, Wenn wir es uns rational angucken, if somebody rejects us, wenn jemand uns zurückweist, or rejects a reach that, we reach for them and they reject it, oder weist einen Versuch der Kontaktaufnahme zurück, what does it mean about us? was sagt es über uns aus? Nothing, yes. Nichts. Yeah. What does it mean about them? Was sagt es über denjenigen aus? Nothing. Nichts. Nothing plus nothing equals nothing. Nichts und nichts ergibt nichts. I'm curious, how old do you feel right now? Ich bin neugierig, wie alt fühlst du dich jetzt gerade? Du meinst, wenn ich über Zurückweisung oder Scham nachdenke? You mean thinking about rejection and shame? No, just at this moment. Nein, nur in diesem Moment. Don't do it. Just the feeling. Nur das Gefühl. Und sehr jung, weil es so neu ist.
Very young because it's so new. Yeah, feels like So ein bisschen. yeah. So just as it was possible to feel the peace and the emotion before, see if it's possible for the mature woman to hold this young organization. So wie es möglich ist, den Frieden zu fühlen und die Emotion, die vorher war. Schau mal, wie es jetzt, ob es für das System möglich ist, dieses junge Gefühl zu halten. Maybe it's possible, maybe not. Maybe it's... Vielleicht ist es möglich, vielleicht nicht. How do you feel now? Wie fühlst du dich jetzt? Jetzt fühlt sich wieder nach einem normalen Alter an. Now it feels like a normal age. Normal age. Okay. Just let it feel it, however it feels. You don't have to do anything, just noticing. Lass es sich so anfühlen, wie auch immer es sich anfühlt. Du musst nichts machen, nimm es einfach wahr. So there's awareness. Das ist Bewusstheit. And can you, with your feet, feel the floor? Hast du mit deinen Füßen den Not Boden? with your mind, but with your feet, yeah? Nicht mit deinem Verstand, sondern mit den Füßen. And with your butt, feeling the chair. Und mit deinem Hintern den Stuhl fühlen. And just feeling gravity, yeah? Und fühl die Schwerkraft. Gravity goes downwards. Wie die Schwerkraft nach unten führt. And the resistance of the earth through your skeleton goes upwards, yeah? Und durch die Wechselwirkung durch das Skelett die Kraft von der Erde aufwärts geht. Now your body is more included, huh? Jetzt ist dein Körper mehr eingeschlossen. Still awareness is here. Und das Bewusstsein ist noch da. Where is it located? Wo ist es lokalisiert? Just point to that spot, Zeig mal den Punkt. if there is a spot.
als es einen gibt? Am ehesten hier. Obwohl ich bin mir nicht sicher. Mostly here, but I'm not quite sure. Where else? Wo noch? Hier eigentlich gibt es keinen Punkt. Really, there is no point. Okay. There's awareness of all the points, huh? Das Bewusstsein aller Punkte. And you can feel your legs Du kannst deine Beine fühlen, and your feet. deine Füße. And as our bodies are communicating, Und während unsere Körper kommunizieren, how would you describe how our bodies communicate at the moment? wie würdest du beschreiben, dass unsere Körper kommunizieren? No right, no wrong, no good, no bad, just another thing. Yeah? Kein richtig, kein falsch, kein gut, kein schlecht. Ich nehme eigentlich keine Qualität wahr, einfach eine Verbindung. I don't sense a quality, I just sense the connection. Ah, okay. And where do you feel that in your body? Und wo fühlst du das in deinem Körper? Ja. In the belly, yeah? Solar plexus. Im Bauch und Solarplexus. Okay. Das macht auch ein bisschen Angst. It makes a little fear. Ah, okay. Aber ich habe immer Angst vor Verbindungen. But I'm always afraid of connecting. Up till now. Bis jetzt. Because we don't know the future, huh? Denn wir wissen nichts über die Zukunft. The way I'm being with you feels safe to you? Die Art, wie ich mit dir bin, fühlt sich das für dich sicher an? Ja, ich habe nur Angst vor Erwartungen. I'm afraid of expectations. Okay. Do you see any expectations here? Siehst du in mir Erwartungen? No. Okay. So for future expectations. Also du hast Angst vor zukünftigen Erwartungen. Okay. Understand? Ich erwarte Erwartungen. Then expect expectations. Okay. Is that useful? Macht das Sinn? Nee, das macht Stress. No, it makes stress. Okay. And now, is it the same or different? Und jetzt, ist es das gleiche oder unterschiedlich? Jetzt ist es anders. Now it's different. What do you notice? Was nimmst du wahr? Es bewegt sich mehr. It's more moving. Yeah. It feels good? Oh. Fühlt sich das gut an? How did that happen? Wie ist das geschehen? Ich habe keine Ahnung. No idea. Yeah. That's good. Gut. You can feel your feet on the floor, Kannst du deine Füße auf dem Boden spüren? your bum on the chair, Dein Hintern auf dem Stuhl? your hands on your lap, Deine Hände in deinem Schoß? your clothes on your body. Deine Kleider an deinem Körper? And it's okay if we can play. Ist
Ist das in Ordnung, dass wir spielen? Das ist hi. It's okay. Ist das in Ordnung? It's fun. Macht es Spaß? Noch ein bisschen vorsichtig. Aber be careful. You're careful, your body is careful. Bist du vorsichtig oder ist dein Körper vorsichtig? Mein Körper ist vorsichtig. Dein Body ist careful. If it was up to you, would the body be careful? Wenn es von dir abhinge, wäre dein Körper dann vorsichtig? Nein. No. So you can see your body is doing its own thing, yeah? Also du kannst sehen, dein Körper fährt seine eigene Schiene. Ja, das tut er immer. Warum ist das so? Ich habe den noch nie verstanden. Nein, aber das tut mein Body. Nicht sehr logisch. It's not very logic. Logic. It does what it does. Yeah. Er tut, was er tut. Yeah. Ich glaube, jetzt sind seine Kapazitäten erschöpft. Vielen Dank. I think I'm full right now. Thank you. Thank you. What do you notice sitting here, simply? Was nimmst du wahr, während wir einfach so hier sitzen? You need to pull the microphone a little closer. Even more. I cannot say. It's like a little play with the energies. Ich kann es nicht sagen, es ist wie ein kleines Spiel mit den Energien. How do you perceive it? No, it's hard to say, but just... Ich weiß, das ist schwer zu sagen, aber wie nimmst du das wahr? Wie ein Kribbeln, Like a tickling, going down the body. das im Körper runtergeht. And more relaxing. Das sich mehr und mehr entspannt. So normally I have this heartbeat, but now it's not there. Normalerweise habe ich dieses I had it down when I met you the first days. It was fantastic to feel this opening here and was so much heart energy. Normalerweise habe ich dieses Herzklopfen, aber das habe ich jetzt nicht. Das hatte ich, als ich dir am ersten Tag hier begegnet bin. Da war so viel Herzenergie, so viel Öffnung. It's nice now, the nerves are relaxing and it's tickling. Das ist so die letzte Stufe der Entspannung und das Kribbeln. So, whatever you talk today about the nerve system and all these things. Alles, was du heute über das Nervensystem gesagt hast. Für mich ist es sehr schwer, in dieser schnelllebigen Zeit mit all der Technik mich zu arrangieren. For me it's quite difficult to arrange in this quickly living time. Weil ich auch eine sehr tiefe Verbindung zur Natur habe und mich danach sehne, auch hier in der Stadt. Because I have a very deep connection to nature and I'm longing for it, even here in the town. So ist es sehr schwierig für mein Nervensystem, sich zu entspannen. Und So it's quite difficult for my nervous system to relax. Up till now. Bis jetzt. yeah, here I feel quite secure. Hier fühle ich mich sehr sicher. Yeah. And also
like in a family. Auch so wie in einer Familie. So this is very nice to recognize. Yeah. Es ist sehr schön, das zu erkennen. And just feel that right now Und fühl einfach mal. Hier ist it's effortless. There's no effort. Kein Anstrengung. Es ist ohne Aufwand. Yeah. And just feel the trees and the birds, and Fühl die Bäume, die Vögel, the earth underneath the tar, die Erde, underneath the streets, unter dem Asphalt. Ich habe das nicht verstanden. underneath all the streets. There's Die Erde earth. unterhalb der Straßen, unter dem Asphalt, unter den Wegen. It's pulsate. It's pulsating. Es pulsiert. And you can talk to the earth. Yeah. Du kannst mit der Erde sprechen. I'm sorry for what we're doing. Es tut mir leid, was wir gerne tun. I love you. Ich liebe dich. Or whatever words come to your mind. Yeah. Oder welche Worte auch immer dir in den Sinn kommen. Das ist schön, jetzt öffnet sich ganz viel. Das ist der große Raum da und ich spüre dich sehr. It's beautiful, this big space is opening. Yeah. And I can feel you quite well. Beautiful. Yeah. Es sind zwei Dinge, über die ich gerne mit dir reden möchte. There are two things I want to talk about. Okay. First one is last summer I have married this man from the tsunami. Ah, okay. It was so deeply that time when you helped me to go through this adventure. Letzten For the Sommer, body it was a big release. letzten Sommer habe ich den Mann vom Tsunami geheiratet. She was in the tsunami in Thailand when it happened. She was in the water swimming Okay. when the tsunami wave came. Und du hast mir sehr geholfen bei diesem Prozess. In India. It was in the south of India. South of India. India. Okay. Kannst du das Mikrofon noch ein Stückchen näher rannehmen? Dann verstehe ich mich besser. Dankeschön. And it needed 4 years since we meet us again. Es waren 4 Jahre, dass wir uns wieder getroffen haben. And just after that moment I sit in meditation in the Raman ashram. Und nach And I laughed about this whole story and it came up, no, it could not function like this. Nach diesem Moment saß ich in Meditation im Ramana Ashram und ich fing an zu lachen über diese Geschichte und sagte, es kann nicht funktionieren. This was 4 years later. Das war 4 Jahre später. Yeah, it was like I went through this whole relation and Es war so, als wäre ich durch diese This ganze nature. Beziehung gegangen happening. und durch diese Natur, durch dieses Naturereignis. Then I came at home and there was a postcard in my box, a letterbox. Ich kam nach Hause, es war eine Postkarte in meinem Briefkasten.
And I laughed again because it was from that man written, I would like to see you, to meet you. And then the story starts again, but very different. Und ich lachte wieder, denn es war von dem Mann, der mir schrieb, er würde mich gerne wiedersehen. Und dann ist die ganze Geschichte nochmal passiert, aber es war alles anders. I don't know why, but it's also connected with you. Ich weiß nicht warum, aber es ist auch mit dir verbunden. And so I would like to talk about this. Und deshalb würde ich gerne darüber sprechen. And about communication, it's like I feel very easily controlled. Dann über Kommunikation, ich fühle mich ganz leicht kontrolliert. Yeah, this goes through all my relations. Das geht durch alle meine Beziehungen durch. Can somebody control you? Kann irgendjemand dich kontrollieren? Me personally? Mich persönlich? Or my... Yeah. There's a difference. Yeah. Da ist ein Unterschied. Can somebody control you? Kann dich jemand kontrollieren? At the end, not. But it's not. Letztendlich nicht. Okay, good. Just to see that, yeah. Ist gut, das zu sehen. And then, but there's a feeling of being controlled. Aber es gibt dieses Gefühl, kontrolliert zu sein. Ja, und beurteilt. Wenn judged. Yeah. Judged and a feeling of being controlled, yeah. Beurteilt und dieses Gefühl, kontrolliert zu sein. When you look at your family, the way your family functioned, wenn du dir deine Familie anschaust und wie die funktioniert hat, you can find that in your family history. Kannst du was in deiner Familiengeschichte finden? Yes, I went out of home at 16. There was a lot of trouble. Yeah. Als ich 16 war, habe ich die Familie verlassen und dann gab es eine Menge So I want my freedom to be free and traveled a lot and did not say where I would like to go. And ich wollte meine Freiheit haben, um frei zu sein. Ich bin eine Menge gereist, habe nicht gesagt, wohin. Okay. So this feeling of feeling controlled. Also dieses Gefühl, dich kontrolliert zu fühlen. Tell me if I'm accurate. Sag mir, ob ich das genau treffe. If somebody feels hurt, wenn sich jemand verletzt fühlt, and they tell you it's your fault, und die sagen dir, es ist deine Schuld. Das kann ich. I know it. Okay. Anybody else know that? A few people here? Gibt es da ein paar, die das kennen? Okay. So it's something that is worth to look at together. Das ist was sich lohnt, es gemeinsam anzuschauen. Has everyone here felt hurt at least once in their life? Haben sich alle hier wenigstens einmal im Leben gut gefühlt? Verletzt gefühlt. Verletzt. Everybody has had that experience? Hat jeder die Erfahrung gehabt? Okay. So what we know is that hurt can happen, yeah? Also was wir wissen, Verletzung kann geschehen. A very common misunderstanding ein sehr gebräuchliches Missverständnis is that I can hurt you, ich kann dich verletzen, and you can hurt me. Du kannst mich verletzen. Is that confusion in Hamburg also? Gibt es diese Verwirrung in Hamburg, jedenfalls in Hamburg? Okay. So we know that hurt can happen, yeah? Also wir wissen, Verletzung kann geschehen. Now let's see how that works. Lasst uns mal schauen, wie das funktioniert. So I'll give you
some possibilities and you tell me which is the correct one. Ich gebe euch ein paar Möglichkeiten und ihr sagt mir, welche die richtige ist. Somebody else hurts us. Jemand anders verletzt uns. We hurt ourselves. Wir verletzen uns selbst. Or there's an automatic unconscious pattern playing that hurts. Es ist ein unbewusstes Muster, das mit Verletzung spielt. Okay, who votes for one? Wer wählt Nummer 1? 2, 2, 2. 2, you hurt yourself. Okay, 3. There's an automatic unconscious pattern playing. That hurt shows up in, yeah? Es ist ein unbewusstes Muster, das sich ausspielt, dass Verletzung auftaucht. Now, what happens if we believe that somebody else can hurt us? Was geschieht, wenn wir meinen, dass jemand anders uns verletzen kann? Especially the person that you really love, yeah? Insbesondere die Person, die du wirklich liebst. What happens? The defense system goes up. The defense system goes up, yeah? Das Verteidigungssystem fährt hoch. And if you feel that they can hurt you, then you have to control them, yeah? Und wenn du fühlst, dass sie dich verletzen können, dann musst du sie kontrollieren. Isn't it? Oder? Otherwise they can hurt you, yeah? Anderenfalls könnten sie dich verletzen. So then you have to control them, yeah? Also musst du sie kontrollieren. Or not? I go on retreat, I think. I go on retreat, I think. Oder ich ziehe mich zurück. Yeah. But, so we start to do this, yeah, to defend. Wir fangen an, uns zu verteidigen. And then how do we try and control them usually? Wie versuchen wir zu kontrollieren, üblicherweise? Come on. By telling them what to do. By telling them what to do. Denen erzählen, was sie tun sollen. Do we try being upset with them? Versuchen wir mit denen uns zu ärgern, aufgeregt zu sein? Do we project on them? Projizieren wir auf sie? Try and convince them that it's their fault what we're feeling? Sagen denen, dass es deren Schuld ist, was wir fühlen? Or is it different in Hamburg? Oder ist es in Hamburg anders? How else do we try and control them? Wie versuchen wir das zu kontrollieren? Like we try and make them feel guilty. Wir sorgen dafür, dass die sich schuldig fühlen. Give them love if they're good, and if they're not, we don't give them love at all, or sex. Wir lieben sie oder geben ihnen Sex, wenn es gut ist, und wenn nicht, dann nicht. Or money. Geld. What else? I mean, what do we use? Basically everything, yeah? So sagt mal, was benutzen wir doch eigentlich alles? Not a pretty look, yeah? Das sieht nicht so wirklich gut aus. Okay. Now, if we believe that we can hurt someone else, Wenn wir glauben, dass wir jemand anderen verletzen können, how free do you feel to be yourself? wie frei fühlen wir uns dann, wir selbst zu sein? Not at all, huh? Überhaupt nicht. You don't feel free to be yourself, yeah? Wir fühlen uns nicht frei, wir selbst zu sein. So, how does that feel? Wie fühlt sich das an, When you're not free to be yourself? wenn du nicht frei bist, du selbst zu sein? Terrible. Terrible, yeah? Who do we normally blame for this? Wen beschuldigen wir normalerweise dafür? Den anderen. Die anderen. Okay. So how does that play out when we're with someone that we have an attraction with and we believe that they can hurt us and we can hurt them? Wie spielt sich das aus, wenn wir mit jemandem sind, wo eine Beziehung besteht und wir glauben, wir könnten die verletzen und die könnten uns verletzen? There's a bunch of spoken and unspoken agreements that start to happen, yeah? Da ist ein ganzes Bündel von ausgesprochenen und unausgesprochenen Verabredungen zwischen uns. Or is it different here? Oder ist es in Hamburg anders? Das nennt sich Ehe. How does it work? Wie funktioniert das? So what happens in that way of functioning? So, was passiert, wenn wir auf diese Art funktionieren? We get more intimate and deeper and more beautiful. Wir werden immer intimer und tiefer und schöner. Or what happens? Oder was geschieht? More and more unhappy, basically. Wir werden unglücklicher und unglücklicher mit der Zeit.
So, now we can see Also, jetzt können wir sehen, everyone, more or less, except you and the guy behind you, I think, thought that you hurt yourself. Yeah? also wir können sehen, jeder außer euch beiden, How do you hurt yourself? ihr glaubtet, wie ihr könnt euch selbst verletzen. Wie verletzt ihr euch selbst? You wake up in the morning and you say, today I'm really going to hurt myself. Ihr wacht morgens auf und sagt so, heute verletze ich mich mal richtig selbst. Let me see how I can really, I want a good hurt this time. Also heute möchte ich mich mal richtig klasse verletzen. Is that how it works? Ist das so, wie es funktioniert? I think it's my brain. Your brain, yeah? Ich glaube, es ist mein Verstand. So is it conscious or unconscious? Ist es bewusst oder unbewusst? I can't control it. You can't control it, yeah? Ich kann es nicht kontrollieren. Suddenly hurt is there. Plötzlich ist Verletzung da. How quick does it happen? Wie schnell geschieht das? Yeah. Who does it? Wer tut es? I always thought it was me. Aha. Ich dachte, ich sei es gewesen. Yeah. What happens if you think it's you? Was geschieht, wenn du glaubst, dass du es bist? I think I have to control it. Then you think you have to control it, yeah? Dann glaube ich muss es kontrollieren And you can't. und das kannst du nicht. So then where does that leave you? Und wo führt das hin? To the third answer. No, usually then there's the idea that, wow, there's something really wrong with me. Normalerweise taucht dann die Idee auf, boah, also irgendwas stimmt da wirklich nicht bei mir. Terribly wrong with me. Ganz entsetzlich falsch bei mir. Everyone else has got it handled, I can't. Jeder andere kriegt das gebacken, nur ich nicht. Yeah, okay. Okay. So, I think we can see now that there's just some unconscious pattern playing here. Ich glaube, wir können das jetzt sehen. Es sind dann nur unbewusste Muster, die sich ausspielen. So let's see if we can identify a little deeper into this here. Lass mal schauen, ob wir da ein bisschen tiefer noch was identifizieren können. So, how could you guys hurt me? But to make it easier, we're going to take out the physical hurt, just emotionally, okay? So einmal die Frage, wie könntet ihr mich verletzen? Um das Ganze einfacher zu machen, lassen wir mal die Körperebene aus und nehmen nur die emotionale Verletzung. How could you hurt me? Wie könnt ihr mich verletzen? Find your buttons. Find my buttons, yeah? Die Knöpfe zum Drücken finden. Which means that what you have to do is you have to find an unconscious habit in me, yeah? Das heißt, du müsstest in mir ein unbewusstes Muster finden. Okay, that's the only way, yeah? Das ist die einzige Art. Otherwise it cannot happen, yeah? Anderenfalls kann es nicht geschehen. Now let's see if we can see what those buttons are. Dann lasst uns mal schauen, ob wir gucken können, was diese Knöpfe genau sind. If I want you to love me or like me, Wenn ich möchte, dass du mich liebst oder magst, how long will it take before I experience hurt? wie lange wird es dauern, bis ich eine Verletzung erfahre? Very short, sehr kurz. Yeah, how about if I want you to respect me or appreciate me? Wie sieht es aus, wenn ich möchte, dass ihr mich respektiert oder wertschätzt? Even quicker. It'll be pretty quick, yeah? Okay. Ganz schön schnell. So, always with hurt, there's some wanting. Also mit Verletzung, da ist immer ein Wollen verbunden. That's unconscious. Und das ist unbewusst. So every time hurt happens, Also jedes Mal, wenn Verletzung geschieht, there's actually an opportunity dann ist es tatsächlich eine Gelegenheit, for something that's been unconscious irgendetwas, das bisher unbewusst gewesen ist, to become conscious. bewusst werden zu lassen. Isn't it? Oder? Something that's been troubling us Etwas, das uns lange Zeit Sorgen gemacht hat and all of mankind und die ganze Menschheit for some generations. Yeah? über Generationen. So hurt happens, Verletzung geschieht.
Usually, automatically, there's blame, shame, guilt. Normalerweise ist dann automatisch gleich Beschuldigen, Schuld und Scham dabei. The mind is running like crazy. Der Verstand dreht auf wie verrückt. How can I make sure this never happens again? Wie kann ich sicherstellen, dass das nie wieder geschieht? And at some point, Irgendein Punkt, with a little bit of luck or grace, mit ein bisschen Glück oder Gnade, there's a recognition, wait, dann ist da das Erkennen, warte mal, there's hurt here. da ist Verletzung. It doesn't mean anything about me. Es sagt nichts über mich aus. Doesn't mean anything about the other person. Es sagt nichts über die andere Person aus. It just means that there's some wanting going on Das heißt nur, dass da irgendein Wollen gerade vor sich geht, that hasn't been seen. das bisher nicht gesehen war. So, wanting to be loved. Der Wunsch, geliebt zu werden. Let's try that on for a moment. Lass uns das mal einen Moment probieren. So imagine you putting on a pair of spectacles, So, stellt euch vor, ihr setzt eine Brille auf and these spectacles are, I want to be loved. und diese Brille heißt, ich möchte geliebt sein. Okay. And so now look around at everyone and are you the one? Are you the one? Jetzt schaut euch mal um, guckt alle an. Bist du derjenige? Bist du derjenige? Are you the one that's going to love me? Bist du derjenige, diejenige, mich zu lieben? How does that feel? Wie fühlt sich das an? Ich möchte sofort erwähnen. I only have to look normal. Ich muss nur ganz normal gucken. So, that feeling of wanting to be loved, Dieses Gefühl, geliebt sein zu wollen, let's go to the body and feel how it sits in the body, what's happening in the body. geht zum Körper und schaut mal, wie sitzt das im Körper, wo sitzt das im Körper, What's happening? was geschieht. That there's this feeling of not feeling loved, yeah? Dass da dieses Gefühl ist, sich nicht geliebt zu fühlen. Like hunger. Das ist wie Hunger. You cannot still it, yeah? Hunger, den ich nicht stillen kann. As long as that remains unseen, Solange das ungesehen bleibt. even if you're with someone that loves you like crazy, Selbst wenn du mit jemandem bist, der dich wie verrückt liebt, will you ever feel truly loved? wirst du dich jemals wirklich geliebt fühlen? Actually, never. Tatsächlich nicht. But here is the funny loop of that. Und hier ist diese Endlosschleife davon. It's like if I don't hold on this wanting to be loved, I'll never be loved. Und die geht so, wenn ich nicht nicht an diesem Wunsch festhalte, geliebt zu werden, dann werde ich nie geliebt sein. And I'd rather hold on to the wanting it Und ich halte lieber an diesem Wunsch fest, than never get it, als es nie zu kriegen. than give up on it, because it feels like giving up. Denn das würde sich anfühlen wie aufgeben. It's a neat trick in consciousness, yeah? Das ist eben dieser Trick im Bewusstsein. So, I say, I'm sorry, I don't get the point because I cannot be in. I enjoy the energies. yeah. You cannot bring it in No, my so- mind or. Okay, so now, if an upset happens in me, Also wenn in mir eine Aufregung geschieht and I say, Maria, this is your fault, und ich sage, ja, das liegt jetzt gerade an dir.
can't laugh at me. Hier lachst du mich aus. Are you serious? Yes, I'm very serious. Meinst du das ernst? Ja, ich meine das sehr ernst. In fact, if you're not different, I'm going to leave you. Also, erstmal auf den Punkt gebracht, wenn das verlasse ich dich. In a different case, it got like that I cannot breathe. But from here you can see it's actually quite funny. Also jetzt von diesem Standpunkt aus kannst du sehen, das ist ziemlich lustig. It's absurd, yeah? Absurd. Yeah. Have any of you tried that? You know, if you don't change, I'm going to leave you. Some of you might have tried that. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wenn du mich nicht änderst, verlasse ich dich. Only one honest person in the room. Okay, the rest of you are liars. So I don't know whether I can speak about the next point. Ich weiß nicht, ob ich über den nächsten Punkt noch sprechen kann. Vielleicht ist der auch so lustig. So we talked about the brain today more than the other days. Heute haben wir mehr als an den letzten Tagen über das Hirn gesprochen. There is a big story and I don't want to tell the whole thing, but what happened is... Das ist eine große Geschichte und ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen, weil was geschehen ist, some months ago, vor einigen Monaten, I get a telephone call from somebody who was about 20 years or more, very close to Papaji. Kriegte ich einen Anruf von jemandem, der ungefähr 20 Jahre sehr dicht an Papaji dran war. Asked me to visit him. He arrived in Hamburg. Er bat mich, ihn zu besuchen. Er kam in Hamburg an. And it's now that he is 73 and it looks like he gets Alzheimer or he forgets many things and need help. Er ist 73 Jahre alt, er kriegt Alzheimer, er vergisst viel und braucht Hilfe. But it's not possible. I am not in the situation that I could help him. Es ist nicht möglich, ich bin nicht in der Situation, ihm helfen zu können. Helplessness is very, how can I say? Diese Hilflosigkeit. It's not so easy to handle. Es ist nicht leicht, damit umzugehen. And on the other hand, he tried to. He does not want to live. Andererseits, er möchte nicht leben. And he tried to end his life one time before. Er versuchte schon einmal sein Leben zu beenden. In India. In Indien. Yeah, and now what to do? I'm really helpless. Was soll ich tun? Ich bin da wirklich hilflos. And I feel connected to him. I feel a spiritual connection. He's like a brother for me. Ich fühle mich sehr verbunden zu ihm. Er ist auf spiritueller Ebene wie ein Bruder für mich. He was also artist or graphic and sees things very, very deep. And sometimes he can also see his habits. Er war Künstler und er sieht die Dinge sehr tief. Like he can watch himself in some. Also in einigen Augenblicken kann er sich selbst betrachten. Ja. Yeah. Some moments he can watch himself quite a lot. Und am meisten leidet er darunter, dass er früher geliebt wurde oder sehr beliebt war und heute nicht mehr, dass sich die Menschen alle von ihm zurückziehen.
Mostly he's suffering that he was, that people loved him quite a lot in earlier times, but now they reject from him. Ja. Und dass sein Zustand, also er hat nur noch eine Erinnerung daran. His state, he has just the memory of the state. Ja, und es ist alles nicht mehr so, wie es mal war. And it isn't the way it used to be. Yeah. You know, in some of the more indigenous cultures, In den indigeneren Kulturen, when a person feels they've had enough, they've lived long enough, wenn ein Mensch fühlt, er hat lange genug gelebt, they go and sit out in nature and offer themselves up for the wild animals. dann gehen sie selbst in die Natur und opfern sich den wilden Tieren. And it's considered completely normal, yeah? Und das wird als ganz normal angesehen. I'm sure you've seen movies where, with like the American Indians, when it was time to move and the old people knew, no, this move we cannot make. And they say goodbye in a beautiful way and they just go and sit. Ihr kennt wahrscheinlich diese Filme von den amerikanischen Ja, but Indianern, wenn es darum geht. Yeah. Oh, but he does it by another way, taking pills or whatever. Yeah. Heutzutage geht das so nicht. Vielleicht findet ein Bekannter einen anderen Weg. If he's had enough, he's had enough. Wenn er genug gehabt hat, hat er genug gehabt. It's not. Our culture is a little bit funny with this stuff, yeah? Mit dieser Materie geht unsere Gesellschaft ein bisschen eigenartig um. We try and keep people alive when they don't want to be alive. Wir versuchen Menschen am Leben zu erhalten, wenn sie es schon gar nicht mehr wollen. And people that need food, we don't give them food. Und Menschen, die dringend Nahrung bräuchten, denen geben wir nichts. It's a bit crazy in my view. In meiner Sicht ist das ein bisschen verrückt. Hmm? And a big judgment about people that want to, they've had enough. Yeah? Yeah, but Und wir haben ein ganz klares Urteil über die Menschen, die gerne sterben möchten. And go in a soft way. Yeah. If you want to, you can find a way, yeah? Wenn du möchtest, wirst du einen Weg finden. Wenn er möchte, wird er einen Weg finden. Can you feel that is the best like this? I don't know what's best for anybody. Kannst du das so fühlen, als ob es das Beste wäre? Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden das Beste ist. Nobody knows for somebody Niemand else. weiß das. I feel now when I speak about this, the whole system gets tight, and I don't know what happens with me in this case. Ich merke nur, wenn ich darüber spreche, wird das ganze System fest und uncomfortable. Well, if somebody comes to you and they say, look, I need help, schau mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche Hilfe. and if you don't give it, I kill myself. Und wenn du es mir nicht gibst, dann bringe ich mich um. Wow, that's an interesting invitation. Das ist schon eine interessante Einladung. Not an easy situation, yeah. Because, Keine einfache Situation. yeah, if you're not clear, Wenn du selbst nicht klar bist. if you're not clear and it touches you in some way, Wenn du nicht klar bist und es dich in irgendeiner Weise berührt, then you feel terrible, yeah. dann fühlst du dich schrecklich. But still you know, practically you cannot take care. Aber eigentlich weißt du auf der praktischen Seite, du kannst dich nicht um ihn kümmern. And so then it becomes a very conflicted state, yeah. Und dann ist das ein sehr konfliktreiches Zustand, ein sehr konfliktreicher Zustand. For most of us, we've never learned how to say yes and no clearly. Die meisten von uns haben nie gelernt, ganz klar Ja oder Nein zu sagen. Somebody asks us something, Jemand fragt dich was and especially if it's loaded for them, und gerade wenn es ein beladenes Thema ist, we have a hard time to say just yes or no clearly. Yeah? dann haben wir wirklich Schwierigkeiten, ganz klar Ja oder Nein zu sagen. And we call that hard time being controlled. Und dann nennen wir diese harte Zeit, wir werden kontrolliert. Isn't it? Ja. Oder? Okay.
So who's controlling us? Also, wer kontrolliert uns? So coming back to what we know, yeah? Also There's some wanting. kommen wir zurück zu dem, was wir wissen. Da gibt es irgendein Wollen. Wanting to be a kind person, wanting to be a good person, wanting this person to like you, wanting other people to think nicely of you. Der Wunsch, eine gute Person zu sein, eine freundliche Person zu sein, geliebt zu werden. Some wanting, yeah? Irgendein Wollen. So see if you can identify what the wanting is. Jetzt schau mal, ob du identifizieren kannst, welcher Wunsch dahinter steht. I've given you a bunch of choices, you can choose something completely different. Ich habe dir ein Bündel von Möglichkeiten angeboten. Du kannst, wenn du willst, auch etwas völlig anderes wählen. What wanting? Yeah, I don't want to be responsible Ich möchte nicht verantwortlich sein. in case he makes this Selbstmord. Suicide. Im Falle, dass derjenige sich umbringt. This is one point. Das ist ein Punkt. And the other Are point is, you responsible? Bist du verantwortlich? no. No. Nein. So that's clear. Das ist schon mal klar. If he commits suicide, in German you say Selbstmord, and it's such a judgmental way of speaking about it. Das deutsche Wort für Suicide, Selbstmord, das ist schon ein so beurteilender Ausdruck. I don't know how the indigenous tribes would speak about it when somebody dignified in their power. They say, look, I've had enough. How would they speak about it? Ich weiß nicht, wie die indigenen Völker darüber sprechen würden, wenn jemand in Würde und in seiner Kraft sagt, ich gehe jetzt. The tribe gets together and says goodbye, we love you, we honor your life. Der Stamm kommt zusammen und sagt, goodbye, wir ehren dein Leben. You also say to take one's own life. To take one's own life. That's a nice way to say it, actually. Yeah. Es gibt auch den Ausdruck, sich das Leben nehmen, und das ist doch eine viel schönere Art, es auszudrücken. Yeah, it doesn't have the judgment, yeah? Es hat nicht diese Beurteilung. Oder Freitod. Death of Free Will, Freitod. Aber es scheint, dass wir Deutschen eine sehr starke Konditionierung damit haben. Seems the Germans have a quite strong conditioning with that. Yeah. Yeah. Doesn't matter how much you're suffering, you have to stay alive. Yeah? Ganz egal, wie viel du leidest, du musst am Leben bleiben. No chance to say thank you. Keine Chance zu sagen, danke. In what? In France it's illegal, in Frankreich ist es illegal. Yeah. What's the punishment with success? Yeah. So just notice the conditioning. So it's clear, yeah, there's conditioning around it, yeah? Jetzt nimm einfach mal diese Konditionierung. Let's honor that conditioning, yeah? Lass uns mal diese Konditionierung ehren. Okay, there's this conditioning, yeah? In our culture, there's that conditioning. In unserer Kultur, da ist diese Konditionierung. So if you're feeling suicidal and then on top of it you feel guilty, that's supposed to help you, yeah? To make a clear choice, yeah? Also du fühlst dich, wenn du dich nach Selbstmord fühlst und dann auch noch schuldig fühlst. Es ist in Deutschland tatsächlich so, dass derjenige, der weiß, dass der andere sich umbringen will, macht sich mitschuldig, wenn er nichts dagegen unternimmt. In Germany, the person knowing that someone wants to commit suicide makes herself guilty. If he knows it and doesn't do anything against it. Yeah. To prevent it. Yeah. I think it only applies, I know in some parts of the world, it's if you're a therapist and somebody, then you're supposed to report Du that. darfst ihm nicht helfen. In einigen Teilen der Welt ist es so, wenn du Therapeut bist und davon weißt, dann musst du Bericht erstatten, dass sich jemand umbringen möchte.
Because how's a lay person supposed to know if somebody means it or not? Yes? Wie soll jemand sonst wissen, ob jemand das ernst meint oder nicht? And why is that? There's conditioning around it, in my view. Why are they so much against somebody killing himself? Why? Aber der Grund ist, weil die meisten Leute sich in einer Depression umbringen wollen und man davon ausgeht, dass es eine Krankheit ist, die vorbeigeht. The reason is most people want to kill themselves when they are in depression, and so it's an illness, and you think if they are out of this depression, they won't do it anymore. I understand. So then what we do in our culture is we give them antidepressants. Und was dann in unserer Kultur geschieht, wir geben ihnen Antidepressiva. And the studies show that very often then they go and kill a lot of other people. Und dann zeigt die Studie, fangen sie an, andere Leute umzubringen. And if you have a dog which is suffering and you really love it, Wenn du einen Hund hast, der wirklich leidet und du liebst ihn sehr, and it's accepted, it's socially accepted. und das ist dann sozial akzeptiert, gesellschaftlich akzeptiert. Yeah. I mean, it's just interesting to look at some of the conditioning that we have. I'm not, there's no right way or wrong way. It's just to notice that there's a conditioning around it. Es ist interessant, sich solche Konditionierungen mal anzuschauen. Es gibt da kein richtig oder falsch, es sind einfach nur die Konditionierung. Maybe it's to cover up, so otherwise society should think they did something wrong, so that's why they don't allow to. Vielleicht soll auch einfach zugedeckt oder verhindert werden, dass die Gesellschaft denkt, sie hat was falsch gemacht. Okay. You want to see something interesting? Wollt ihr mal was Interessantes sehen? How many people here have either tried to commit suicide or thought very seriously about committing suicide? Wie viele Menschen hier haben tatsächlich schon mal versucht, sich umzubringen oder sehr ernsthaft drüber nachgedacht? Not yet. That's nearly at least a quarter or a third, yeah? Das war bestimmt ein Viertel oder ein Drittel. Yeah. It's a long time ago. Yeah. What stopped you? Was Or hat, maybe euch, some of you tried and it was just luck that stopped it, yeah? was hat euch abgehalten? Oder bei einigen von euch war es vielleicht einfach Glück, dass die es schon versucht haben, war es einfach Glück, dass es nicht funktioniert hat? Also ich finde, es braucht Mut. Ich hatte den Mut nicht. I think it needs courage, and I didn't have the courage to do it. The fear. What if it comes worse? Well, it comes worse. Was passiert, wenn es noch schlimmer wird dadurch? Ja, das soll ja schlimmer werden, laut so Nahtodberichten. Near-death experiences tell that it becomes worse. Also von Nahtod, also den Menschen. It becomes worse? Also es gibt Berichte von Menschen, die sich Selbstmord gemacht haben und gerettet wurden und in ihren Nahtoderlebnissen war das schlimmer als ihr Leben vorher. Also so wird es alles öfters gelesen. There are reports from people who tried to commit suicide and were saved, but in their near-death experience they tell it was worse than before, than in life. I never heard that before. Das habe ich nie gehört vorher. I heard from in German TV, it's often there's often a discussion about it. And once I heard now more often that people who try to do suicide, afterwards when they got saved, that they said they are happy about that. Now that they have a therapy. Ich habe in Fernsehdiskussionen gehört, dass Menschen, die sich umbringen wollten und gerettet worden sind, hinterher sagten, sie sind glücklich darüber und jetzt machen sie eine Therapie. Also, because out of the therapy, they said now they feel really better and they're very happy. Und aus ihrer Therapie heraus sagen sie jetzt, sie fühlen sich wirklich besser und sie sind sehr glücklich darüber. But this is not the case. He tried it once and said again, I don't want to live, why I'm still alive. Er hat es schon einmal probiert und sagt, er möchte nicht mehr. When I thought about suicide, I read a German philosopher, Heidegger. Als ich über Selbstmord nachgedacht habe, habe ich Heidegger gelesen. And he says you must be optimistic to commit suicide. Und der sagt, du musst optimistisch sein, wenn du Selbstmord begehst. And I wasn't optimistic enough.
Ich war nicht optimistisch genug. Also mich hat mein Sohn davon abgehalten. Und ich würde sagen, wenn nur eine Person da ist, die ihn liebt, das... My son stopped me from killing myself, and I would say if there's just one person loving Für him, mich war es das. Ich brauche eine Person. that was the point for me. There was just one person loving me, that was enough. It's a big load to carry for him. Maybe. Und Maybe a big load for him to carry. das ist vielleicht eine schwere Last für ihn, die er tragen muss. Ich glaube, es war schon, die tote Mutter wäre vielleicht eine schlimmere Last gewesen. The dead mother might have been a more heavy load. So we can see that Also wir können sehen, we here, wir sind hier, this conditioning, das ist Konditionierung. there's this interesting play of trying to get each other to do stuff by making each other feel guilty. And Da ist diese interessante Geschichte, dass man sich gegenseitig versucht, zu irgendetwas zu bringen, dadurch, dass man sich schuldig fühlt gegenseitig. with our own boundaries. Innerhalb der eigenen Grenzen. Someone asks you for something. Jemand fragt dich, bitte dich um etwas. Is it okay to say no? Ist es dann in Ordnung, Nein zu sagen? Or not? Oder nicht? Depends on the situation. Yeah. I think when I'm okay with me, it's okay. Yeah, when you're okay with you, it's okay, yeah. Wenn ich mit mir am Reinen bin, dann ist es in Ordnung. Then you can say no, yeah. Dann kannst du Nein sagen. I'm sorry to see you suffering and I can't help. Es tut mir leid, dich leiden zu sehen, aber ich kann dir nicht helfen. And I love you. Aber ich liebe dich. Bei mir kommt dann noch dazu, dass er so lange mit Papa zusammen war und es spielt noch irgendwas ganz anderes eine Rolle. Ich kann es nicht benennen. There's something different playing a role. It's quite important for me that he was for such a long time with Papaji. I can't really name it. Und ich weiß nicht, was meine Rolle darin ist. Ich also versuche irgendwie auch mit Papaji und auch Ramana zu kommunizieren, was ist das Beste, aber ich kriege es nicht. I don't know which is my role in this play. I try to communicate with Papaji and Ramana, but I don't get it. Yeah. Yeah. Best to sit quietly. Am besten sitz still. Notice what's happening here. Nimm wahr, was in dir geschieht. Notice any guilt or shame or blame. Nimm Schuld, Beschuldigen oder Scham wahr. Explore, see what is it that you want here. Erforsch das mal. Was ist das, was du möchtest? When I look very deep, it's like would be a wish that you can go in freedom. Yeah. Wenn ich ganz tief schaue, dann ist da dieser Wunsch, dass er in Frieden, in Freiheit gehen würde.
Is he German? Ist er Deutscher? Do they have a program for people like him here? Gibt es in Deutschland Programme für Menschen wie ihn? What kind of programs you mean? To end your life? No, to go to a hospital or... Hm? Like a hospice or something like that? Yeah, hospice. Hospizprogramme. He still is in a kind of house for older people, and already somebody told him there is a program for better remembering. Und das hat ihm schon jemand gesagt, es gibt Programme für besseres Erinnerungsvermögen. Okay. But it looks like he cannot take any decision. He don't want. It's like. Aber es sieht so aus, dass er keine Entscheidung mehr fällen kann. He can't make a decision in his state. Er kann in seinem Zustand keine Entscheidung mehr treffen. And I also said to him, please come. You are friends of you. Isaac is here. It's 10 minutes away from here. Ich habe ihm auch gesagt, komm, wir sind Freunde, Isaac ist hier, es ist 10 Minuten von hier entfernt. But he finds reasons that's not possible. Aber er findet Gründe, dass es nicht geht. You know, it's a tricky situation. I'm presenting other perspectives, I could say. Das ist eine verzwickte Situation. Ich stelle hier mal andere Perspektiven dar. Just to see it from another point of view. Nur um es mal aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können. If you have the energy to help him into a better situation for himself, wenn du die Energie hast, ihm in eine bessere Situation zu helfen, then maybe you do it. Dann tu es vielleicht. And if you don't have the energy, you say, sorry. Und wenn du die Energie nicht hast, dann sag ihm, es tut mir leid. I can't. Ich kann das nicht. I feel much more calm. Like there is some releasing. Yeah. Ich fühle mich sehr erleichtert. Yeah, good. Thank you very much. You're welcome. And nice that you're here this year again. Thank you.